und heiße Sie herzlich willkommen. Mitgebracht habe ich die Frau Goretzka, die stellt sich auch vor. Well, good evening. My name is Andreas Timoshenko. I am a division head and advisor at the Ministry for Culture, Youth and Sports. I would like to welcome every one of you to the Digital Parent Information event for families who have recently migrated to Germany. I would also like to welcome my interpreter, Mrs. Marta Goretzka. This is me. I will be your interpreter for English and German today. Die Kultusministerin Theresa Schopper eröffnet die heutige digitale Elterninformationsveranstaltung für zugewanderte Familien mit folgendem Grußwort. The Minister for Education, Theresa Schopper, will start this event with a brief welcome address. Ladies and gentlemen, dear parents, dear students, I warmly welcome you all to today's information event. We have put together this event as an effort to help you settle in as well as possible as newcomers in Baden-Württemberg. Many of you have had a long, hard journey behind you. Some have fled war and persecution and have gone through terrible tragedies. Even without having been through such hardships, a new start in a foreign country is always a great challenge that comes with a lot of uncertainty, and you just want to know exactly what to expect. As Minister of Education and Cultural Affairs, I am responsible for schools and the education of young people here in Baden-Württemberg. It is a personal concern of mine that we support and accompany you as families, and most importantly your children, in the best possible way during this new beginning. As parents, it is of course very important to you that your children have the best possible education. For today, almost everywhere in the world, education is the key to a successful life, to social participation, and to professional success in the future. Therefore, we would like to provide you with information today, focusing in particular on how our school system in Baden-Württemberg works and which options are available here to ensure that your children can successfully obtain an educational qualification. Our goal is for all young people in our state to succeed in school. Therefore, it is particularly important for newly immigrated children and young people to first learn the German language, if they don't already speak it. It's also nice if some already know it. In some cases, foreigners who come here might not have to learn a new language. For this reason, we have recently expanded our language support programs quite considerably and offer the children and young people at schools various opportunities to learn and continue learning the German language, either in separate language classes or as part of regular classes, depending on their needs. Good cooperation between schools and parents is also vital to us. We see school education as a kind of educational partnership in which both sides pull together to lead the children through a successful education. So our message to you, dear parents, is we need you, and we sincerely ask you to actively and openly cooperate with your school in the best interest of your children. Today's event is also meant to serve as a contribution to this goal. In cooperation with the Parents Foundation, we have compiled comprehensive information on our school system, which will be translated into a number of languages. You will receive more information about this in the following presentations. I wish you all the best for this event, and I hope that you will find the information helpful so that schools and parents can work together towards a constructive partnership. Thank you to everyone who contributed to the success of this event, and I wish all the students present here today all the success and good luck in their future. Thank you all very much and take care. Gerne möchten wir nun mit dem Vortrag starten. Für die Personen, welche die Präsentation in der deutschen Sprache mitverfolgen möchten, befindet sich im Chat ein Link, welcher direkt zu dieser Präsentation führt. We would now like to start the presentation. For those of you who want to follow the presentation in the German language, please find a link in the chat. Jetzt warten wir kurz auf die Präsentation.
We are currently waiting until our presentation will be shown. Dankeschön. Was erwartet Sie heute bei diesem Vortrag? Ausgehend von einem ersten sehr groben Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg möchten wir Ihnen die wichtigsten Schularten, die Grundschule und die weiterführenden Schulen vorstellen, um dann die verschiedenen Wege zu einem qualifizierten Beruf aufzuzeigen. So what awaits you in today's presentation? We'll first give you a very broad overview of the school system in Baden-Württemberg. Then we will present to you the most important school types, primary school and the secondary schools, and then we will depict some of the various ways on how to achieve a qualified job. Wir bieten in Baden-Württemberg viele verschiedene Schularten und eine hohe Durchlässigkeit zwischen diesen Schularten an. Damit haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, einen Bildungsabschluss zu erlangen. Außerdem gibt es viele erfolgreiche Wege zu einem Beruf. In Baden-Württemberg, there is a variety of different school types and a high permeability between these school types. This is how we have different options for graduating from school. Additionally, there are many ways to find a profession. Kurze Zwischenfrage an den Techniker. Es tut mir leid, aber ich sehe im Chat, dass viele schreiben, sie hören nichts. Kann das sein? Ich höre Sie sehr gut. Okay, danke. Zunächst möchten wir Ihnen einen groben Überblick über das Schulsystem geben. Es gliedert sich in 3 Bereiche: die Grundschule mit den Klassen 1 bis 4, die weiterführenden Schule ab Klasse 5 bis Klasse 9, 10, 12 oder 13 und dann die sich anschließende duale oder schulische Ausbildung oder auch ein Besuch an einer Hochschule. First of all, we would like to give you a very broad overview of the school system. It is divided in 3 sections. First, primary school with classes 1 to 4, then secondary school starting with class 5 until class 9, 10, 12 or 13, then the dual or vocational apprenticeship or university. Als weiterführende Schule ab Klasse 5 kann Ihr Kind entweder eine Haupt- bzw. Werkrealschule, eine Realschule, eine Gemeinschaftsschule oder ein Gymnasium besuchen. Für alle diese Schularten gibt es für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung über die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ein vergleichbares spezifisches Angebot. Secondary schools are the secondary school with lower secondary education called Haupt- or Werkrealschule, middle school called Realschule, comprehensive school called Gemeinschaftsschule, combining all types of schools, and Gymnasium, which is the grammar school. Children with disabilities can attend comparable schools with the special education and counseling centers. Alle Kinder besuchen zunächst die Grundschule von der 1. bis zur 4. Klasse. In der Klasse 4 entscheiden dann die Eltern, welche weiterführende Schule ab Klasse 5 für ihr Kind das passende ist. All children initially attend primary school from classes 1 to 4. In class 4, parents decide which secondary school will fit their child the best, starting class 5. Im 3. Bereich stehen sehr unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, wie die jungen Menschen zu weiteren Schulabschlüssen oder Berufsabschlüssen kommen können. In this 3rd section, there are various opportunities how young people can attain further school degrees or professional qualifications. Ihr Kind kann ab dem 1. Lebensjahr eine Kindertagesstätte besuchen. Die Kinder lernen hier schon vieles. Das ist eine gute Vorbereitung auf die Schule. Your child can already go to a daycare center when it is 1 year old. In the daycare centers, children learn a lot. It's a good preparation for school. Die Schulzeit beginnt in der Regel im Alter von 6 Jahren mit dem Besuch der Grundschule. Wenn Ihr Kind in der Grundschule noch nicht oder noch nicht gut Deutsch spricht, kann es zunächst eine Vorbereitungsklasse, genannt VKL, in der Grundschule besuchen. Hier steht der Erwerb der deutschen Sprache im Vordergrund. School usually begins at the age of 6. At 6, children go to primary school.
If your child doesn't know German well or doesn't know German at all when it starts going to primary school, he or she can go to a prep class called VKL, in German Vorbereitungsklasse. In these so-called VKL classes, learning German is the focal point. Integriert in den Besuch der VKL können die Kinder bereits stundenweise den Unterricht einer Regelklasse besuchen. In manchen Fällen besuchen die Kinder auch direkt eine Regelklasse und erhalten über Sprachförderkurse eine zusätzliche Sprachförderung. In addition to these so-called VKL classes, the prep classes, children can attend some regular classes. In some cases, children can also immediately go to regular classes and then additionally attend linguistic support groups where they learn this language additionally. Aufgrund des Ukraine-Krieges haben die Schulen in Baden-Württemberg seit März diesen Jahres rund 30.000 zusätzliche Kinder und Jugendliche aufgenommen. Auch die Zahl der geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus anderen Ländern ist angewachsen. Wir unternehmen alles, um Lehrkräfte für die notwendigen zusätzlichen VKL-Klassen zu finden. Das gelingt leider nicht immer. An manchen Schulen haben wir deshalb Engpässe im Unterricht. Due to the war in Ukraine, the schools in Baden-Württemberg have started accepting more than 30,000 additional children and adolescents since March this year. The number of children from other countries has also increased. We are doing everything in our power to find teachers for these additional prep classes. Unfortunately, we are not always successful. This is why at some schools we are currently struggling in class. In der Grundschule stehen die Fächer Deutsch und Mathematik im Vordergrund. In der Grundschule sollen die Kinder die Basiskompetenzen in Deutsch, also Schreiben und Lesen und Rechnen, vermittelt werden. Nach der 4. Klasse wechseln die Kinder auf eine weiterführende Schule. In primary school, the subjects German and maths are at the forefront. In primary school, children are supposed to mainly learn basic competencies in German, which is writing and reading, as well as arithmetics. After class 4, children transition to a secondary school. Im Folgenden erhalten Sie Informationen zum Ablauf des Wechsels von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Welche Überlegungen unterstützen Sie bei der Schulwahl? Was ist bei der Anmeldung an der weiterführenden Schule zu beachten? You will now receive information on what transferring from primary to secondary school looks like. What should you consider when choosing a school? What should you take into account when registering your child at a secondary school? Wichtig ist, mit der getroffenen Schulwahl ist keinesfalls bereits der gesamte Bildungsweg vorgezeichnet. Vielmehr stehen durch die Vielzahl an Übergangs- und Anschlussmöglichkeiten jedem Kind weiterhin alle Wege, wirklich alle Wege offen. It is important to keep the following in mind. Just because you choose a special secondary school, that does not mean that your child's educational future is already set in stone. It is rather that there are many options to transfer between schools or even to attain further degrees, meaning that your children have all kinds of opportunities open for the future, truly all kinds of opportunities. Wie läuft der Übergang von Klasse 4 zu Klasse 5 an einer weiterführenden Schule ab? Im Herbst finden für die Eltern der 4. Klassen Informationsabende statt. Dort nehmen die weiterführenden Schulen aus dem Umfeld der Grundschule teil und stellen jeweils ihre Schulart vor. In diesen Wochen erstellen die Grundschulen eine Empfehlung für die Kinder der 4. Klasse. Welche Schule passt zu den Fähigkeiten und Interessen des Kindes? Die Eltern erhalten dann im Dezember oder Januar eine intensive Beratung durch die Klassenlehrer ihres Kindes. What does transitioning from class 4 to 5 from a primary to a secondary school look like? In autumn, parents of children who attend 4th class go to information evenings. During these evenings, secondary schools from the vicinity of the primary schools take part, and they present their type of school. In these weeks, the primary schools draft recommendations for the children who attend 4th class.
And these recommendations tell which school might fit the abilities and interests of your child. In December or January, parents receive intensive counseling through the teachers of your child. Mit dem Zeugnis zum Halbjahr im Februar erhalten die Kinder dann die sogenannte Grundschulempfehlung. Es ist sehr empfehlenswert, die Schule für Ihr Kind nach der Grundschulempfehlung auszuwählen. In der Regel erfolgt bis März die Anmeldung an der von den Eltern ausgewählten weiterführenden Schule. In February, the semester grades will imply a so-called Grundschulempfehlung, which is the primary school recommendation. It is recommended to take this primary school recommendation, the Grundschulempfehlung, into account when choosing a secondary school for your child. Until March, usually, parents register their children at the secondary schools that they have chosen for their children. Folgende Fragen könnten für die Wahl der geeigneten Schulart nützlich sein. Welche Stärken oder Schwächen hat mein Kind? Welche Interessen, Talente, Begabungen? Wie gut kann mein Kind sich konzentrieren? Kann sich mein Kind in eine Sache vertiefen? Welchen Anspruch hat mein Kind an sich selbst? Lernt mein Kind gerne? Wie belastbar ist mein Kind, sowohl körperlich als auch seelisch? Wie geht mein Kind mit Misserfolgen um? Wie selbstständig ist mein Kind? Kann mein Kind gut mit anderen zusammenarbeiten? The following questions can be useful when choosing a secondary school for your child. Which strengths or weaknesses does my child have? Which interests, talents, or abilities does it show? Can my child focus well? Is my child willing to intensively work on a topic? What does my child demand of himself or herself? Does he or she like learning? Is my child resilient, both mentally and physically? How does my child treat failures? Is my child independent? And is he or she willing to work with others? Nachdem Ihr Entscheidungsprozess abgeschlossen ist, steht die Anmeldung Ihres Kindes an der weiterführenden Schule an. Hierzu legen Sie folgende Dokumente vor: Pass oder einen anderen Identitätsnachweis für das Kind, die Bestätigung der Grundschule über den Schulbesuch, die Grundschulempfehlung, die Bestätigung der Grundschule über ein Informations- bzw. Beratungsgespräch. After choosing a secondary school for your child, you now need to register him or her at the secondary school you have chosen. Please file in the following documents: a passport or proof of identity of your child, the primary school certificate confirming that your child has attended school, then the so-called Grundschulempfehlung, the primary school recommendation, and a confirmation of the primary school that your child has that you have attended the information and counseling offers. Aus welchen weiterführenden Schularten können Sie nun auswählen? Which secondary school options can you choose from? Dieses Schaubild, das Sie sehen können, gibt Ihnen einen Überblick über die weiterführenden Schulen und ihre Abschlüsse. This slide shows an overview of the secondary schools and degrees that are offered. Es gibt Hauptwerk-Realschulen, die Realschule, die Gemeinschaftsschule und das allgemeinbildende Gymnasium. In allen dieser weiterführenden Schulen kann Ihr Kind einen Hauptschulabschluss ablegen, ebenso in allen einen mittleren Bildungsabschluss, den Realschulabschluss oder den Werkrealschulabschluss. There are secondary schools with lower degree education, vocational middle schools, comprehensive schools, and grammar schools. In all of these types of schools, your child can attain a lower degree education, as well as a middle degree education degree called Realschulabschluss, or the vocational middle degree education called Werkrealschulabschluss. Nach dem Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses besuchen viele Schülerinnen und Schüler eine berufliche Schule. Dort kann über ein berufliches Gymnasium oder ein Berufskolleg die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur, bzw. die Fachhochschulreife erlangt werden. Auch über den Besuch der Oberstufe einer Gemeinschaftsschule oder des allgemeinbildenden Gymnasiums
können das Abitur oder die Fachhochschulreife erworben werden. After attaining a middle education degree, many pupils further go to a vocational school. A vocational grammar school or a vocational school can provide them the so-called Abitur or A-levels or a polytechnic degree. Going to high school at a comprehensive school or a grammar school can also offer them the opportunity to attain A-levels or an admission to higher education. Im Anschluss an alle weiterführenden Schulen kann eine berufliche Schule besucht werden. Die beruflichen Schulen bieten alle Schulabschlüsse an, den Hauptschulabschluss, den mittleren Bildungsabschluss oder das Abitur bzw. die Fachhochschulreife. Auch ein Berufsschulabschluss kann hier erworben werden. Über eine duale oder schulische Berufsausbildung gelingt der Weg in einen qualifizierten Beruf oder auch zum Abitur oder der Fachhochschulreife. Dazu aber später mehr. After all types of secondary schools, children can go to vocational schools. Vocational schools offer all types of school degrees. The lower school degree education, the middle education degree, and the A-levels, or the admission to higher education. A professional qualification can also be attained here. A dual or educational apprenticeship opens up ways to qualify jobs, or to pursue the A-level, or to attain the admission to higher education. We will further elaborate on it later on. Im Folgenden stellen wir Ihnen die weiterführenden Schulen vor. We will now present to you the secondary school types. Die Haupt- und Werkrealschule vermittelt eine grundlegende allgemeine Bildung und orientiert sich an lebensnahen Sachverhalten und Aufgabenstellungen. In besonderem Maße fördert sie praktische Begabungen. Ein stark berufsbezogenes Profil sowie eine intensive Berufswegeplanung bereits ab Klasse 5 ermöglichen jeder Schülerin und jedem Schüler einen optimalen Einstieg in eine Berufsausbildung bzw. eine berufliche Schule. Lower degree secondary education or vocational middle schools teach basic general education and is particularly focused on practical issues and tasks. This type of school promotes practical abilities. These schools have a strong professional profile and focus on planning the professional career of children starting class 5. This is how they optimize starting an apprenticeship or going into vocational training in the best possible way. Es gibt viele gezielte Förderangebote. Als Fremdsprache wird in der Regel Englisch unterrichtet. In der Nähe von Frankreich statt Englisch Französisch. Der Hauptschulabschluss kann nach der Klasse 9 oder 10 abgelegt werden. Nach der Klasse 10 kann der Werkrealschulabschluss als mittlerer Bildungsabschluss erreicht werden. There are many offers to promote the pupils at this type of school. The foreign language taught is usually English, and in the vicinity of France, instead of English, people learn French. The lower degree secondary education degree can be attained either after class 9 or 10. After class 10, the vocational middle school degree can also be attained as a middle secondary school degree. Die Realschule vermittelt vorrangig eine erweiterte allgemeine, aber auch eine grundlegende Bildung. Die Realschule bereitet ihre Schülerinnen und Schüler auf einen gelingenden Übergang in eine Berufsausbildung vor. Auch das Bildungsangebot der beruflichen Schulen, wie das berufliche Gymnasium oder das Berufskolleg, kann im Anschluss an die Realschule besucht werden. Middle school particularly teaches pupils a advanced general knowledge, but also basic knowledge. Middle schools prepare the pupils for a successful transition to an apprenticeship. The education offers at vocational schools, such as vocational grammar schools or vocational schools in general, can also be attained after going to a middle school. Durch Projekte und Praktika in Betrieben und Unternehmen werden die Schülerinnen und Schüler
in die Arbeitswelt eingeführt. Als Fremdsprache wird Englisch unterrichtet. Ab Klasse 6 kann freiwillig Französisch als zweite Fremdsprache gewählt werden. Sowohl für weniger leistungsstarke als auch für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler bestehen an den Realschulen zusätzliche Fördermaßnahmen. Projects and internships introduce the pupils into the professional world. English is being taught as the foreign language. In class 6, people can choose French on a voluntary basis as a second foreign language. Both weaker performing as well as top performing pupils receive assistance offers at middle schools. Vorrangiges Ziel der Realschule ist es, die Schülerinnen und Schüler am Ende von Klasse 10 zum Realschulabschluss als mittleren Bildungsabschluss zu führen. Die Realschule bietet aber auch die Möglichkeit, den Hauptschulabschluss am Ende von Klasse 9 zu erwerben. The main goal of middle schools is to prepare the pupils to attain a middle education degree after class 10. But pupils can also attain a lower education degree at the end of class 9. Die Gemeinschaftsschule vermittelt als das erweiterte Niveau, das zum Abitur führt, das mittlere zum Realschulabschluss führende Niveau sowie das grundlegende zum Hauptschulabschluss führende Niveau. Eine Förderung auf allen 3 Niveaustufen wird konsequent in allen Fächern ab Klasse 5 gewährleistet. Comprehensive schools teach advanced level knowledge preparing for A-levels, but also intermediate knowledge which leads up to the middle school degree, the Realschulabschluss, as well as the basic level which leads up to the Hauptschulabschluss, the lower degree education level. All 3 levels are promoted consistently starting in class 5. Die Entscheidung über den angestrebten Schulabschluss fällt erst spät in Klasse 8 bzw. 9. Die Pädagogik der Gemeinschaftsschule geht auf die Unterschiedlichkeit der Kinder und Jugendlichen ein. Die Lernangebote werden auf die verschiedenen Begabungen, Fähigkeiten und Entwicklung des Einzelnen abgestimmt. Die Gemeinschaftsschule ist eine Ganztagsschule. The decision on which degree will be attained is made quite late in class 8 or 9. The pedagogical philosophy or the pedagogical approach of comprehensive schools is focused on the diversity of all children and adolescents. In the various offers of teaching, different talents, abilities, and developments of individuals are taken into account. Comprehensive schools are all-day schools. Der Unterricht findet in Lerngruppen statt, in denen Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Leistungsstärken überwiegend gemeinsam lernen. Die Schülerinnen und Schüler werden in eigenverantwortlichen Lernphasen zum selbstständigen Lernen hingeführt. Die Lehrkräfte begleiten die Schülerinnen und Schüler über ein Lerncoaching in ihrem Lernprozess sehr eng. Es gibt kein Sitzenbleiben. Classes are taught in study groups in which students and pupils of different performance levels learn together. Students are usually learning in independent learning phases where they are promoted and encouraged to learn on their own. Teachers support pupils via learn coachings or study coachings in their learning process. There is no such a thing as repeating classes. Die Berufs- und Studienorientierung hat an der Gemeinschaftsschule große Bedeutung. Als Fremdsprache wird Englisch ab Klasse 5 unterrichtet. Daneben kann ab Klasse 6 Französisch als zweite Fremdsprache und an manchen Schulen Spanisch als Profilsprache gewählt werden. The choice of finding a profession or a future study course is immensely important at comprehensive schools. The foreign language that are being taught at the comprehensive schools are the following. Starting class 5, pupils learn English. Starting class 6, French can be chosen as a second foreign language. And in some comprehensive schools, Spanish can be chosen as a so-called profile subject. An der Gemeinschaftsschule sind alle Abschlüsse möglich. Nach Klasse 9 oder 10 der Hauptschulabschluss,
nach Klasse 10 der Realschulabschluss als mittlerer Bildungsabschluss, nach Klasse 13 das Abitur über die Oberstufe der Gemeinschaftsschule oder eines anderen Gymnasiums. All school degrees can be attained at comprehensive schools. After class 9 or 10, pupils can attend lower secondary education degrees. After class 10, they can attend middle secondary education degrees. After class 13, they can either attain a so-called Abitur, the A-levels, via attending the high school of the comprehensive school, or go to another grammar school and attain the A-levels there. Das allgemeinbildende Gymnasium ist der direkte Weg zum Abitur. Es vermittelt in 8 Jahren ein qualifiziertes Fundament an Wissen, Werten und Kompetenzen, das zur allgemeinen Hochschulreife führt. Dabei steht das Gymnasium für Leistung und hohe Fachlichkeit. The grammar school, the Gymnasium, is the direct way to achieve A-levels, the Abitur. In 8 years, pupils receive a qualified basis of knowledge, values, and competencies, which leads up to the general admission to university. The Gymnasium represents performance and subject matter knowledge. Das Gymnasium vermittelt eine breite und vertiefte Allgemeinbildung. Die Ausbildung erfolgt in mehreren Sprachen, in Natur- und Geisteswissenschaften sowie in Musik und Kunst. Ab Klasse 6 beginnt der Unterricht in einer zweiten Fremdsprache wie Französisch oder Latein. Es erfolgt eine gezielte individuelle Förderung ab Klasse 5. Grammar schools teach a wide and extended level of general knowledge. The subjects are taught in various languages. They include science, humanities, music, and arts. Starting class 6, subjects are being taught in a second foreign language, such as Latin or French. And starting class 5, pupils usually learn English. Im Lauf der gymnasialen Schulzeit erwerben die Kinder und Jugendlichen über die Grundlagen in den einzelnen Fächern hinaus die Fähigkeit zum fächerübergreifenden und eigenständigen Lernen und Arbeiten. Auf diese Art lernen sie selbstständig, projektorientiert und interdisziplinär zu arbeiten und zu urteilen. In the course of the grammar school, children and adolescents learn the basics of subjects, but also go beyond that. They learn how to learn independently and interdisciplinary. In this way, they learn how to judge and make judgments on their own, in a project-oriented manner and in an interdisciplinary manner. Das Gymnasium bereitet die Schülerinnen und Schüler auf ein Hochschulstudium vor. Es kann aber auch eine qualifizierte Berufsausbildung begonnen werden. Die allgemeine Hochschulreife, also das Abitur, wird in der Regel am Ende der Klasse 12 erworben. Grammar schools prepares pupils for studying, but also for a qualified apprenticeship. The general university admission, called Abitur, is usually attained after class 12. Wie wir nachher sehen werden, stehen den jungen Menschen nach dem Besuch einer der eben vorgestellten Schularten durch den anschließenden Besuch einer beruflichen Schule alle Berufswege offen. Alle Schulabschlüsse bis zum Abitur und/oder eine qualifizierte Berufsausbildung. As we will later see, young people can truly achieve any kind of degree and any kind of qualified vocational training by going to any of the schools that we have presented here. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen sind die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren des Landes wichtig. Inklusive Bildungsangebote sind in der Grundschule und in den weiterführenden Schulen möglich. For children and pupils with disabilities or chronic health conditions, the special education or special pedagogical education and counseling centers, abbreviated with SBBZ, of the federal state of Brandenburg are particularly important. Inclusive education offers are possible both at primary schools and secondary schools.
Über den Sonderpädagogischen Dienst erhalten die Schulen mit inklusiven Angeboten Beratung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischen Bedarfen. Reicht die sonderpädagogische Beratung und Unterstützung nicht aus, wird auf Antrag der Eltern oder der Schule geprüft, ob ein Anspruch auf sonderpädagogisches Bildungsangebot vorliegt. The special education services provide schools with inclusive offers for support and counseling for children with demands in special education. If this type of special education services and support is not enough, the parents or schools can make special requests, which are then assessed. And if they are assessed positively, they might be entitled to special education teaching offers. Die Feststellung des Anspruchs kann erst im Laufe einer Schulbiografie erforderlich werden. Wird ein Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot festgestellt, so wählen die Eltern zwischen einem sonderpädagogischen Bildungsangebot an einem SBBZ, einer kooperativen Organisationsform oder einem inklusiven Bildungsangebot aus. Zielsetzung ist immer, ein Höchstmaß an Aktivität und Teilhabe zu erreichen. Assessing this claim can also become relevant only in the course of a school career. If parents are entitled, or if the children are entitled to receive such a special education teaching offer, the parents can choose between a special education teaching offer of a so-called SBBZ, a cooperative form of organization, or an inclusive education offer. At all times, the objective is to achieve a maximum extent of participation and engagement. Für Schülerinnen und Schüler mit Behinderung oder chronischen Erkrankungen stehen alle Abschlüsse der weiterführenden Schule zur Verfügung. Zusätzlich gibt es spezifische Abschlüsse in den Förderschwerpunkten Lernen und geistige Entwicklung. All kinds of degrees of secondary education are available to students with disabilities or chronic health diseases. In addition to that, there are specific degrees with the priorities learning and mental development. Nach der Betrachtung der weiterführenden allgemeinbildenden Schulen und den verschiedenen Möglichkeiten, einen Hauptschulabschluss, einen mittleren Schulabschluss oder das Abitur zu erwerben, möchte ich im Folgenden die verschiedenen Wege zu einem qualifizierten Beruf erklären. Im Folgenden zunächst der Weg über ein Studium, über eine Hochschule. Hier gibt es auf der rechten Seite dargestellt den direkten Weg über ein allgemeinbildendes Gymnasium oder eine Gemeinschaftsschule mit Oberstufe zum Abitur und damit zu einem Studium. After having a look at all types of secondary schools and the various opportunities of attaining lower education degrees, middle education degrees, or A-levels, I would now like to depict and present the various ways on how to achieve a qualified job. In the following, I would like to first elaborate on studying or attaining a university. On the right-hand side, you will see the direct path to which is going to a gymnasium, a grammar school, or a comprehensive school, which includes going to high school and then passing A-levels and therefore being admitted to studying. Sehr bedeutend ist auch der Weg über einen mittleren Schulabschluss, über einen weiteren Schulbesuch an einer beruflichen Schule, über ein Berufskolleg oder ein berufliches Gymnasium zu einer Hochschulzugangsberechtigung. An der beruflichen Schule können auch der Hauptschulabschluss oder der mittlere Schulabschluss erworben werden. It is also important to mention the path to studying via attaining a middle school degree. And then further going to another school, for example, vocational school, be it the so-called Berufskolleg, vocational school, or a berufliches Gymnasium, which is a vocational grammar school, and then attaining the admission to higher education. Vocational schools can also grant lower education degrees or middle education degrees. Ein weiterer sehr wichtiger Weg zu einem qualifizierten Beruf führt in Deutschland über eine duale oder schulische Ausbildung.
Viele Jugendliche eines Jahrgangs entscheiden sich nach dem Besuch einer weiterführenden Schule wie der Haupt-Werkrealschule, Realschule, Gemeinschaftsschule oder dem Gymnasium für eine duale Ausbildung. Die zentrale Idee dieser Ausbildungsform ist die enge Verbindung der beiden Lernorte Betrieb und Berufsschule. Vergleichbar dazu sind schulische Ausbildungen, zum Beispiel im Bereich Sozialpädagogik oder Pflege. Another important way to find a qualified job is a dual or educational apprenticeship in Germany. Many adolescents decide to, after completing their Hauptschule, their lower education degree, their vocational middle school, comprehensive school, or grammar school, to go to a dual apprenticeship. The main idea of this form of apprenticeship is the close connection between working and school. You can compare it with other educational apprenticeships, for example, when it comes to the social area or this medical field. Nach Abschluss der Erstausbildung bietet sich den jungen Fachkräfte vielfältige Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Wenn sich die Fachkräfte weiter qualifizieren möchten, halten die beruflichen Schulen weitere Angebote bereit. An den verschiedenen Fachschulen wird das Fachwissen vertieft und erweitert. Meisterschulen bereiten auf die Meisterprüfung vor. After finishing their first apprenticeship, young specialists have various options on the job market. If these young specialists want to further qualify or achieve further qualification, vocational schools have many offers for them. And many specialist schools, young people can deepen their knowledge. So-called Meisterschulen, master schools, prepare people for an additional exam called Meisterprüfung. Mit Abschluss der Fachschulen erwerben die Absolventinnen und Absolventen eine Hochschulzugangsberechtigung, mit der sie ein Studium an einer Hochschule aufnehmen können. Wer direkt im Anschluss an die Erstausbildung eine Hochschulzugangsberechtigung erwerben möchte, kann dies über den Besuch eines Berufskollegs oder einer Berufsoberschule erreichen. After completing the specialist schools, graduates receive the admission to higher education. This grants them the opportunity to study at polytechnics. Those who want to receive this admission to higher education after their first level apprenticeship can do so after attending a vocational school or a vocational high school. Nach diesem Überblick über das Schulsystem in Baden-Württemberg mit seinen vielfältigen Bildungswegen, Abschlüssen und Möglichkeiten, einen qualifizierten Beruf zu erlangen, haben Sie bestimmt noch weiteren Informationsbedarf. Es finden sich viele Hilfestellungen im Internet. Besonders erwähnen möchten wir an dieser Stelle die Angebote der Elternstiftung Baden-Württemberg. After giving you this overview of the school system in Baden-Württemberg, including its various types of schools, degrees, and opportunities to find a qualified profession, you certainly have more questions and requests for information. There are many support systems on the internet. I would particularly like to highlight the so-called Elternstiftung Baden-Württemberg, the Parent Foundation of Baden-Württemberg. Die Elternstiftung hat umfangreiches Informationsmaterial erstellt, in 12 Sprachen übersetzt. Den Link dazu finden Sie gleich im Chat. The Parent Foundation, the Elternstiftung, has drafted a broad range of information material which has been translated into 12 languages. We'll find the link to their webpage in the chat. Hier finden Sie übersetzte Formulare zu Elternabenden, Elterngesprächen und auch Videofilme zum Schulsystem. You will find translated scripts or drafts on parent evenings, parent consultations, and also video movies or short films about the school systems in Germany. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir an der heutigen Veranstaltung aus organisatorischen Gründen keine Fragen aus dem Publikum aufnehmen können.
An wen können Sie sich bei weiteren Fragen, vielleicht auch sehr individuellen Fragen wenden? Wenn Ihr Kind die Schule bereits besucht, wenden Sie sich bitte an die zuständige Lehrkraft oder an die Schulleitung. Please understand that we cannot answer any questions during today's event due to organizational reasons. So who can you ask if you have more questions, maybe very individual questions? If your child is already going to school, please ask the responsible teacher or school director. Bei Fragen zur Schulaufnahme können Sie sich an das für Ihren Schulort zuständige staatliche Schulamt wenden. Eine Übersicht über die staatlichen Schulämter und deren Kontaktadresse finden Sie ebenso jetzt im Chat. If you have any questions about school admissions, you can contact the state school office, which is responsible for your school. You can find an overview of the state school offices and their contact in the link in the chat. Weitere Ansprechpersonen bezogen auf weniger schulbezogene Fragen sind vor Ort die kommunalen Integrationsbeauftragten. Die Kontaktadressen finden Sie über die Internetseite des Sozialministeriums. You will find further people for contact when you have questions that are not maybe as much related to schools. Such people can be the community integration representatives, and you will find their contact addresses via the website of the Social Ministry. Wir hoffen, dass dieser Vortrag für Sie heute hilfreich war und danken Ihnen für die Teilnahme an dieser Veranstaltung und Ihre Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Zum Abschluss haben wir noch eine Bitte an Sie. Und zwar möchten wir wissen, ob die Informationen, die wir Ihnen heute gegeben haben, hilfreich waren. We hope that you found this presentation helpful. Thank you for participating in this event and thank you for your attention. We wish you all the best for your future. We have one last request. We would like to know if you enjoyed this information event and if it was helpful to you. Sie finden hier jetzt einen Link und einen QR-Code. Der Link wird auch in den Chat gestellt und es ist nur eine Frage. Wir bitten um die Beantwortung dieser Frage, nämlich ob die Informationen für Sie hilfreich waren oder nicht. You will find a link or a QR code to answer that question in the chat, and we are only asking you to answer that one question. Have you found this event helpful? Yes or no? Um an der Umfrage teilnehmen zu können, müssen Sie den hier abgebildeten Code KDFD4T bitte nutzen. If you want to participate in this survey, you will have to use the code that you can see on the left side of the screen, which is KDFD4T. Gut. Dann hoffe ich auf Ihre Teilnahme an dieser Abfrage, damit wir für die Zukunft lernen können und wünsche Ihnen nochmal abschließend einen schönen Abend und bedanke mich recht herzlich für Ihr Kommen. Well, I hope that you participate in the survey so we can learn for the future. And I would like to wish you a great evening and see you soon.